Willkommen zurück im Check-em-Car-Channel. Ich habe heute jemanden mitgebracht ins Studio, und zwar den Lars Michelsen. Der Lars ist nicht nur der Chef von der Softwareentwicklung bei Check-em-Car, sondern er ist auch mein erster Mitarbeiter und hat vor knapp über 10 Jahren bei uns angefangen und da kam die ganze Sache ins Rollen. Aber heute möchte ich über was ganz anderes sprechen, Lars, und zwar gibt es was Neues, die Feature Packs. Genau. Was ist denn die Idee dahinter? Ja, wir entwickeln beim Check-em-Car ja neue Features im Master Branch und du als Nutzer benutzt die aktuelle Stable-Version und willst eigentlich diese Features schon möglichst schnell einsetzen. Und das war bisher nicht möglich, ohne jetzt den instabilen Zweig zu nehmen. Jetzt gibt es die Feature Packs und das macht es dir möglich. Ich meine, früher habe ich einfach ein Daily Build eingesetzt, ein Git-Snapshot. Gab viele Kunden, die das gemacht haben, auch mit Erfolg. Wieso macht man das nicht mehr? Kann man machen, dann kommen natürlich auch Probleme mit dabei, weil man unter Umständen Features damit reinkriegt, die noch nicht stabil sind oder Fehler, die jetzt auftreten während der Entwicklung. Ja, okay. Das heißt, mit den Feature Packs habe ich die Möglichkeit, gleichzeitig eine stabile Version zu haben und neue Features zu nutzen. Das klingt erstmal sehr gut. Ja. Wo kriege ich die denn her? Also, was muss ich machen dafür? Du installierst eigentlich einen Patch-Release, so wie sonst auch. Da sind Bugfixes dabei und so weiter und jetzt eben auch die neuen Features. Aber ist das nicht ein Problem, wenn die dann automatisch sofort aktiviert werden, dass ich neue Services habe, die ich gar nicht haben will vielleicht? Ja, das ist das Schöne dabei, dass diese Feature Packs automatisch erstmal nicht aktiv werden, sondern du musst dich dazu entscheiden, diese Dinge zu nutzen und dann aktivierst du sie und damit kannst du sie dann einsetzen. Okay, sehr gut. Das heißt, wenn ich gar nicht interessiert bin an denen, kann ich nach wie vor die Patch-Version einspielen, habe meine Bugfixes und keine weiteren Schwierigkeiten zu befürchten. Genau. Das ist gut. Ja. Was sind, wenn jetzt dann die nächste Vollversion rauskommt, wo diese Features ja drin sind, also die 1.7 zum Beispiel? Gibt es da nicht einen Konflikt oder sowas? Dann werden die Feature Pack Features einfach deaktiviert und durch das ersetzt, was wir ausliefern. Okay, macht total Sinn. So, was ist jetzt im ersten Feature Pack eigentlich drin? Also was gibt es da Neues, Interessantes? Da ist ein Monitoring enthalten für Azure Active Directory Connect, für Kubernetes Cluster, Ingress Monitoring und Job Monitoring. Wir haben für Jenkins einen neuen Special Agent gebaut, wo du deine Jobs monitoren kannst, deine Jenkins Build Nodes. Für Jira haben wir ein Ticket-Statistik-Monitoring eingebaut, wo du im Prinzip monitoren kannst, was für eine Anzahl von Tickets du hast oder wie das Wachstum der Tickets ist, wie du die Tickets abarbeitest. Wir haben für Greylog-Instanzen ein Monitoring gebaut, wo du prüfen kannst, ob deine Greylog-Installation vernünftig funktioniert. Und für MongoDB-Cluster eine Überwachung ergänzt. Und für Huawei-Switches und TP-Link-Switches haben wir CPU, Memory, Power Supply Checks eingebaut. Das ist doch eine ganze Menge. So, und wann kommt es raus, das erste Feature Pack? Das ist am 19. Februar erschienen. Das zweite Feature Pack soll am 21. April erscheinen, vor der Konferenz in der Woche. Sehr gut. Wobei wir gleich beim richtigen Stichwort sind. Die Check-em-Car-Konferenz Ende April ist die Möglichkeit, dass ihr uns persönlich kennenlernt oder wieder trefft, wenn wir uns schon kennen. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Ihr solltet allerdings euch bald anmelden, weil es wird wahrscheinlich wie jedes Jahr ausgebucht. Noch gibt es Plätze, aber haltet euch ran und dann sehen wir uns Ende April hoffentlich bei der Konferenz in München, die wie immer die beste Check-em-Car-Konferenz aller Zeiten werden wird. Und bis dahin eine schöne Zeit. Ciao. Lars, vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.